Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mähle Video. Hier sieht man nur ganz viel Schopf neben mir, falls ihr euch wundert, zu wem dieser Schopf hier gehört. Hier sieht man noch ein bisschen Nase und Blässe. Falls ihr euch wundert, wem dieser Kopf hier gehört, kein Shetty-Kopf, wie man sieht, dann schaut euch das Video weiter an. Das ist nämlich mein neues Pony. Und die Geschichte zu diesem Pony, die wirklich eine ganz besondere ist, werde ich euch jetzt gleich erzählen. Ich spiele euch aber erstmal ein paar Videos dazu ein, wo man vielleicht schon ein bisschen sehen kann, was da genau passiert ist. Man sieht nur Schopf. Ich muss mal runtergehen. So, und sieht man auch die Nase. Was da genau passiert ist und wie das zustande gekommen ist, das erzähle ich euch dann später und zeige euch natürlich mein neues Pony auch nochmal komplett. Ja, da seht ihr den jungen Herrn jetzt nochmal hier auf unserer Wiese, haben wir uns zu Hause. Aktuell steht er noch hier mit dem kleinen One-Star zusammen. Die zwei teilen sich tagsüber eine Wiese, nachts sind sie zusammen in einer großen Laufbox. Er ist schon nicht mehr so sauber wie am Tag, als er abgeholt wurde, wie man sieht. Aber klar, er steht dann einfach tagsüber draußen und das Wetter ist ja auch nicht so ganz schön im Moment. Ja, die Story dazu ist einfach unglaublich. Also, obwohl es jetzt schon ein paar Tage Zeit hatte, dass ich es sacken lassen konnte, kann ich selber immer noch nicht glauben. Wie ihr vielleicht der ein oder andere schon erkannt hat, ist das Pferd aus meinem Video, den ich halt schon direkt in dem ersten Probereit-Video euch gezeigt hatte, den ich da ausprobiert hatte und den ich so mega gut fand und wo ich ja so ein bisschen hin und her überlegt habe. Also, was heißt hin und her überlegt? Ich bin abgestiegen und wusste, okay, ich will dieses Pferd haben, komme was wolle. Aber trotzdem will man ja vernünftig sein und das nicht von jetzt auf gleich einfach so entscheiden, sondern auch noch mal ein paar Tage drüber nachdenken. Und ich habe ja so ein bisschen gehadert und habe meine Freundin unglaublich damit genervt, glaube ich, mit diesem Pferd, dass ich ihn unbedingt haben will. Und ich aber überlegen muss, weil er ja auch noch Hengst ist und weil er halt doch auch noch mal eine Ecke teurer war, als wir es ursprünglich eingeplant hatten und man das ja auch einfach besprechen muss. Auch in der Familie, so eine Entscheidung kann ich dann auch nicht alleine treffen und wir haben dann hin und her überlegt und die haben halt auch mal zugeredet und haben gesagt, nein und guck, dass du das machst und das hat so gut gepasst und ist so ein tolles Pferd und ja, ich konnte mich aber halt nicht jetzt innerhalb von 1 oder 2 Tagen dazu entscheiden. Ich wusste auch, dass den Tag, bevor wir ihn ausprobiert haben, auch schon Leute da waren zum Probereiten. Hatte also schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, es ist halt auch echt ein mega tolles Pferd, da kannst du jetzt nicht ewig überlegen. Habe mich ja dann dazu entschieden, dass ich ihn zugesagt habe und dann kam ja die Info, ja tut mir leid, ich habe ihn gestern verkauft. Okay, da war ich ja mega geschockt, habe ja dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr weiter nach anderen Pferden geguckt Und was ich halt nicht wusste, was da alles im Hintergrund schon gelaufen war. Und zwar, dass sich 3 von meinen Freundinnen da wirklich zusammengetan haben und sie Kontakt mit der Verkäuferin aufgenommen haben. Die eine Freundin war auch damals mit zum Probereiten.
und mit der schon alles geklärt haben. Und ich hatte halt eine Woche später Geburtstag und die haben halt, ja, wollten das dann quasi so auf meinen Geburtstag auch terminieren als Überraschung. Und im Hintergrund ist da also wirklich, die haben sich mit der Verkäuferin geeinigt, die Ankaufsuntersuchung ist da in der Klinik gelaufen. Die haben das Pferd abgeholt für mich, was ich unglaublich finde. Vor allem der Mann von der einen Freundin, der ist auch noch mitgefahren, der eigentlich also selber kein Reiter oder so ist und hat sich da auch so den ganzen Samstag irgendwie um die Ohren geschlagen, um dieses Pferd abzuholen mit seinem Auto. Also unglaublich. Meine andere Freundin hat halt den Anhänger, die haben dann von ihr den Anhänger geholt und also wirklich eine Riesenaktion, was da alles im Hintergrund gelaufen ist und ich habe das wirklich 0,00 geahnt, wirklich überhaupt nicht. Also für mich war klar, das Pferd ist verkauft, okay, du hast jetzt Pech, du musst gucken, ob du einfach noch mal eins findest, das du ähnlich gut findest. Und ja, ich wusste halt gar nichts davon und die haben dann irgendwann, eine von diesen 3 Freundinnen, die kenne ich schon, oh, ich glaube, ja, gute 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre eher. Wir haben halt lange auch unsere Pferde im gleichen Stall stehen gehabt, als wir noch Warmblüter hatten. Und die hat mich halt angerufen und hat gesagt, hier, hast du Zeit? Ich hole dich jetzt ab, ich muss dich jetzt sofort abholen und war total aufgeregt. Ich habe gedacht, okay, mit ihren Pferden ist irgendwas passiert. Die hat so einen eigenen kleinen Stall und züchtet Warmblüter. Ich dachte, okay, da ist jetzt irgendwas ist da passiert und ich war total irgendwie durcheinander und habe überlegt, okay, was soll das jetzt? Aber wenn die dich anruft und sagt, ich komme jetzt und hole dich ab, du musst jetzt kommen, dann ist irgendwas, dann machst du das einfach. Das habe ich gar nicht hinterfragt. Und ich war gerade am Stall, habe dann auf sie gewartet. Sie hat mich dann abgeholt, wir sind dann losgefahren, auch in Richtung ihres Stalles und ich war, wie gesagt, total immer nur gedacht, oh Gott, was ist da passiert? Und wir haben aber dann irgendwie auch über andere Sachen gesprochen und ich, keine Ahnung, ich war irgendwie im falschen Film. Ich habe immer noch überhaupt nicht an dieses Pferd hier oder so gedacht, gar nicht. Und dann sind wir aber zu unserem gemeinsamen Tierarzt gefahren, also sie hat den gleichen Tierarzt wie ich und ich gedacht, okay, jetzt ist wirklich irgendwas Schlimmes mit ihren Pferden, ne? Wenn wir jetzt hier zum Tierarzt fahren und was wird da sein? Ja, und dann kam ich da in diese Reithalle und dann stand einfach dieses Pferd da und ich habe den wirklich also gesehen, natürlich sofort wiedererkannt, also ich bin wirklich um die Ecke gebogen und meine Freundinnen standen halt da und dieses Pferd mit dieser roten Schleife um den Bauch und ich war einfach nur fertig. Ich war so fertig, ich habe mich natürlich unendlich gefreut. Ich war einfach nur total durch, also auch als ich dann irgendwann wieder zu Hause war, ich habe, weiß ich nicht wie lange heiß geduscht, habe immer noch total gezittert danach, war total durch mit den Nerven, habe dann noch mit meiner Freundin Anita in Österreich telefoniert und die hat auch geweint am Telefon und hat sich total gefreut und weil sie halt auch wusste, wie gern ich dieses Pferd haben wollte, wie gut er mir gefallen hat, der übrigens jetzt hier gar nicht mehr so schön aussieht, weil er ein bisschen dreckig ist. Ja, und die haben den dann einfach bei meinem Tierarzt schon abgeladen, sage ich jetzt mal, und mit dem auch schon alles klar gemacht, weil er war ja noch Hengst und es war von vornherein klar, bei mir bleibt ja kein Hengst, weil A, haben wir auch Islandstuten, die mit in der Herde laufen und B, ist halt ein Hengst immer, also er sollte halt nicht decken, das ist klar bei uns, er soll halt Reitpferd werden und dafür muss er kein Hengst sein. Also er kann als Wallach ein glücklicheres Leben führen. Wir hätten die Möglichkeit, ihn auch als Hengsttier zu halten, aber es wäre halt immer mit mehr Planung, mehr Organisation verbunden. Für ihn auch stressig, weil er natürlich trotzdem die Stuten sehen und riechen kann, gerade im Frühjahr, wenn die rossig sind. Deswegen ja, ist er dann auch direkt kastriert worden, 2 Tage später und mittlerweile dann bei uns angekommen. Ja, es gibt noch ganz viele Storys zu diesem Pferd zu erzählen, da werde ich aber noch extra Videos zu machen, das wird hier zu lang. Es gab da noch eine mega krasse Story um eine geklaute, in Anführungsstrichen, Decke und auch von der Verkäuferin habe ich noch ein mega nettes Geschenk mitbekommen. Aber das, wie gesagt, wird jetzt alles hier den Rahmen des Videos sprengen. Das war jetzt so die Kurzfassung dieser Geschichte. Und ja, ich bin einfach nur mega happy. Also unglaublich, ich kann es immer noch selber nicht glauben, dass mir sowas mal passiert. Man hört ja ab und zu auch mal so Storys oder es gibt mal Videos dazu, wie jemand dann auch so in den Stall kommt und da steht das plötzlich ein Pferd mit roter Schleife und so. Aber dass mir sowas mal passiert, hätte ich niemals mit gerechnet. Ich bin sehr, sehr glücklich, wie gesagt, dass er jetzt da ist. Er ist auch immer noch genauso toll, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Finde ihn immer noch mega gut. Er ist nur dreckiger, aber gut, er geht halt auch einfach hier in die Wiese. Ne? Steht jetzt da mit seinem kleinen Freund zusammen, mit dem One Star. Der ist ja auch relativ neu bei uns, deswegen passte das ganz gut. Mit dem ist er auch super lieb. Also die beiden lieben sich heiß und innig. Wenn ich die hier auf die Wiese bringe oder wieder reinhole, mache ich den Kleinen auch gar nicht ans Halfter. Der läuft einfach so hinterher, weil der so an dem Großen klebt und das sind halt auch nur ein paar Meter zum Stall rüber. Genau, und jetzt steht er nachts mit ihm in einer sehr großen Laufbox
Und tagsüber sind die zwei hier auf der Wiese und können sich jetzt erstmal in Ruhe eingewöhnen. Man sieht halt auch, dass der Kleine mal unter der Heuraufe steht, ein bisschen voll krümelt. Ja, ganz viele Infos werde ich euch im Laufe der nächsten Zeit auch noch geben und es kommt ja noch das Namensvideo zu dem Mushroom-Fohlen und Anfang März geht es auch schon mit den ersten Fohlen bei uns weiter. Also es wird ganz viel passieren die nächste Zeit. Wenn ihr möchtet, zeige ich euch auch gerne alles, was so mit unserem Neuen hier passiert. Werde da auch nochmal genauere Infos geben, wie er heißt, wie alt er ist und so weiter. Und ja, da werde ich euch auch gerne ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie es hier weitergeht. Im Moment sind wir einfach noch dabei, soll sich einfach noch hier eingewöhnen und soll ankommen. Wir waren auch schon ein bisschen im Gelände, aber ja, er soll sich erstmal eingewöhnen. Und du auch hier, Zwergi. Genau, das ist die Kurzversion der ganzen Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr bleibt weiter dabei und möchtet auch sehen, wie es hier weitergeht mit unserem Neuzugang, unserem neuen Pferd hier oder Pony. Ich sage immer Ponys, aber eigentlich heißt der Island Pferd. Nehme ich euch gerne weiter mit, wenn euch das interessiert. Und bedanke mich fürs Zuschauen und sage hoffentlich bis bald.